In diesem Modul beschäftigen wir uns mit der Innovation, oder der Frage, welche Produkte möchten Sie an den Markt bringen. Das ist natürlich ein Riesengebiet, zu dem Sie ganze Vorlesungen und Studiengänge machen können. Deswegen will ich hier nur auf die wesentlichen Punkte eingehen, vor allem die Punkte, von denen ich glaube, dass sie wichtig sind, um eine gute Produktpolitik zu machen. Okay, was ist eine Innovation? Also unter einer Innovation verstehen wir jedes Produkt oder jede Produktidee, dass die von den Kunden als neu wahrgenommen wird. Und normalerweise reite ich nicht auf einzelnen Wörtern rum. In diesem Fall mache ich das aber, weil das wichtigste Wort in dieser Definition ist wahrgenommen. Ja, es ist gar nicht mal so relevant, dass die Idee, die sie an den Markt bringen, dass sie tatsächlich neu ist. Wichtiger ist, dass sie von ihren Kunden als neu wahrgenommen wird. Also es ist schon sehr, sehr oft vorgefallen in der Vergangenheit, dass Produkte auf den Markt kamen, die als unglaublich neu innovativ positioniert worden sind. Wenn sie ein bisschen hinter die Kulissen geschaut haben, haben sie gemerkt, das ist ein alter Hut. Das gibt es schon seit 10, 20 Jahren. Aber neu erfunden, neu auf den Markt gebracht, die Leute nehmen es als neu wahr. Unglaublich wichtiges Thema für Unternehmen. Welche Produkte bringen sie auf den Markt? Wie können sie immer innovativ bleiben und zusehen, dass sie ihre Umsätze dadurch sichern, dass sie immer neue Produkte auf den Markt bringen? Und was schockierend ist wirklich, ist, dass die meisten der neuen Produkte, die auf den Markt kommen, scheitern. Also man glaubt so im Konsumgüterbereich, 70 bis 80% der Güter, der Produkte scheitern nach einem Jahr. Bedeutet, sie werden auf den Markt gebracht und nach einem Jahr werden sie wieder vom Markt genommen. Das ist unglaublich, also wie viel Geld verschwendet wird mit Produkten, die am Markt nicht bestehen. Da gibt es viele Gründe für. Ein Grund ist sicherlich, dass viele der Produkte, die auf den Markt kommen, sind zwar neu, aber sie erfüllen kein relevantes Bedürfnis. Also kein Mensch braucht diese Produkte und dann darf man sich auch nicht wundern, wenn man sie auf den Markt bringt, wenn sie dann scheitern, wenn sie keiner haben will, dass es so kommt. Der andere Punkt ist ein bisschen anders, ein bisschen komplizierter. Also es kann sein, dass so gute Ideen scheitern, nicht weil sie schlechte Ideen sind, das sind ja gute Ideen, aber trotzdem am Markt scheitern, weil wir den Prozess der Innovation, also wie wir den Prozess von der ersten Idee bis zur Einführung des konkreten Produktes falsch gestaltet haben. Und das sind so die Punkte, die ich jetzt mit Ihnen im weiteren Verlauf besprechen möchte. Also welche Phasen zeichnen einen Innovationsprozess aus? Die fangen in der Regel an mit der Gewinnung und Konkretisierung von Ideen, gehen dann dahin über, ein Konzept zu definieren, also diese Idee etwas zu konkretisieren, in etwas zu gießen, was sie anderen Leuten zeigen und erklären können, bewerten dann die Konzepte, weil in der Regel werden sie mehr Ideen haben, als sie realisieren können, und gehen dann zu der Markteinführung über. Und ich möchte vor allem über die ersten 3 Punkte mit Ihnen sprechen, die auch für das Marketing eine wesentliche Bedeutung haben. Als erstes den Prozess der Ideengewinnung. Also woher kommen gute Ideen? Das ist natürlich ein bisschen eine Gretchenfrage. Ja, also woher kommen gute Ideen? Gute Ideen haben meistens schlaue Leute und von denen gibt es vielleicht halt nicht so viele. Aber sie können diese Suche nach Ideen natürlich auch in gewisser Weise systematisieren. Also wo können sie nach guten Ideen suchen? Können Sie 2 große Quellen unterscheiden, also zum einen unternehmensinterne Quellen oder auch externe Quellen. Bei den internen Quellen greifen Sie auf die Ressourcen zurück, auf die Ideen zurück, die in Ihrem Unternehmen entstehen. Also ich glaube, fast jedes Unternehmen, das ich kenne, bisher gesehen habe, hat ein Vorschlagswesen. Also wo Mitarbeiter, egal aus welcher Abteilung, aus welcher Position oder Hierarchiestufe, ihre Ideen für ein Produkt vorschlagen können. Sie haben Mitarbeiter des Forschungs- und Entwicklungsbereiches. Die bezahlen sie im Grunde genommen dafür, dass sie neue Ideen entwickeln. Interessant aus unserer Sicht sind eher Mitarbeiter des Außendienstes oder des Kundendienstes. Also Leute, die direkt an der Front stehen und jeden Tag mit den Kunden zu tun haben. Nehmen Sie als Beispiel einen Anlagenhersteller im Maschinenbau. Die haben in der Regel einen Außendienst, der sehr gut qualifiziert ist und der sehr viel bei den Kunden vor Ort ist und mit den Kunden spricht. Wie gefällt dir die Anlage? Gibt es Verbesserungspotenziale? Wann sollen wir die nächste Wartung durchführen? Wann sollen wir die Anlage modernisieren? Und all diese Arten von Fragen mit den Kunden bespricht. Und natürlich kriegen diese Personen natürlich Feedback von den Kunden, die ihnen genau sagen können, was funktioniert gut an der Maschine, was funktioniert schlecht an der Maschine, wo könnten Verbesserungen durchgeführt werden. Und es ist ganz wichtig, dass sie ihr Unternehmen auch so gestalten, auch im Marketing, dass sie bereit sind, dass es einen Kanal gibt, um diese Informationen aus dem Außendienst aufzunehmen. Ähnlicher Fall Kundendienst oder Beschwerdeinformationen. Also im Grunde genommen, jetzt kennen Sie alle, gerade bei Dienstleistungsunternehmen, im Telekommunikationsbereich, im Finanzdienstleistungsbereich,
Da können Sachen mal schiefgehen, öfter als wir das gerne glauben würden. Dafür gibt es Hotlines, wo wir anrufen, um uns zu beschweren und unserem Ärger Luft zu verschaffen und vermeintlich wieder Gerechtigkeit herzustellen. Und natürlich geht es in dem Moment aus Sicht des Dienstleisters, also einer Bank zumindest, im ersten Moment darum, dieses Problem zu lösen. Also wie kann ich diesen Kunden, der anruft und sich beschwert, wie kann ich dieses Problem lösen? Vielleicht erstmal unabhängig davon, ob er recht hat oder nicht. Aber darüber hinaus sollten Sie diese Anrufe oder dieses Feedback seitens der Kunden natürlich als wichtige Informationsquelle zu benutzen, weil die Leute rufen Sie ja an, weil ihre Dienstleistung, so wie sie positioniert haben oder in den Markt gebracht haben, vielleicht nicht funktioniert. Und aus diesen Beschwerden können Sie sehr viele gute Ideen ableiten für die Zukunft in vielen Fällen, was Sie besser machen können. Unternehmensexterne Quellen sind hingegen Quellen, wo Sie auf Menschen oder Ressourcen außerhalb Ihres Unternehmens zurückgreifen, um auf neue Ideen zu kommen. Das können natürlich wieder Kunden sein, das können Wettbewerber sein. Also die einfachste Art, auf eine Innovation für Ihr Unternehmen zu kommen, ist, Sie schauen sich an, was macht der Wettbewerb. Wir machen ein bisschen was Ähnliches, aber vielleicht ein bisschen anders, das schon als Innovation dann durchgeht. Wichtiger, interessanter Punkt, Neuheiten auf anderen Märkten. Ja, also es gibt sehr viele Institute oder Agenturen, die sich darauf spezialisiert haben, zu schauen, naja, was passiert eigentlich in der Welt? Also gibt es irgendeine neue Innovation in Japan, ein neues Produkt, das in Japan zum Beispiel unglaublich durchstartet und woraus wir vielleicht für uns hier in Deutschland eine Idee rausziehen könnten? Oder welche technologischen, ganz wichtiger Punkt für Unternehmen oder für Innovationsagenturen sind Universitäten, auch sowas wie die RWTH. Die schauen sich ganz genau an, was wird denn hier geforscht, was wird hier erfunden. Das, was hier erforscht und erfunden wird, ist vielleicht nicht marktreif, aber vielleicht kann ich das ein bisschen umdenken, neu positionieren, anders machen, um daraus ein marktreifes Produkt zu gestalten. Also, oder auch Erkenntnisse von Trend- und Marktforschungsinstituten. Also Institute, die regelmäßig Studien darüber durchführen, wie ändert sich das Konsumentenverhalten, wenn wir merken, soziale oder ökologische Verantwortung immer wichtiger, also ein Wert, den die Leute immer mehr teilen. Was bedeutet das eigentlich für meine Produktpolitik? Kann ich daraus aus diesen Erkenntnissen Produkte ableiten, die vielleicht jetzt nicht erfolgreich sind am Markt, aber vielleicht in 2, 3 Jahren? Wenn die Zeit reif ist, kann ich dann auf Grundlage dieser Erkenntnisse neue Produkte auf den Markt bringen.